Hast du auch schon monatelang mit Nähr-App gelernt und dann gemerkt, im Café stockst du trotzdem? Heute klären wir, welche Apps dir wirklich beim Sprechen helfen und welche eher für Vokabeln gut sind. Und ja, das ist für B1 Lernende, die im Alltag sicherer werden wollen. Genau, wir vergleichen die größten Apps, sagen ehrlich, wofür sie taugen und wofür nicht. Du bekommst konkrete Empfehlungen für Pendeln, kurze Lernsnacks, aber auch für echte Gespräche. Danach weißt du, wie du dir nie smarte App-Kombi für B1 zusammenstellst. Hey und hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Die ganze Lektion ist übrigens auch auf Vocabli. Also, direkt rein. Viele schwören ja auf Duolingo, andere sagen, es bringt für Sprechen fast nix. Ja, das ist so ein klassischer Streit. Ich finde, Duolingo motiviert mit Punkten und kleinen Übungen, das ist super für Routine. Aber für echte Konversation brauchst du, mehr als nur tippen und klicken. Babbel ist da strukturierter, finde ich. Du hast Dialoge, Grammatik wird erklärt und man hört viel. Aber manchmal wird's halt ziemlich regellastig und dann spricht man trotzdem zögerlich. Busuu mag ich für B1, weil du kurze Dialoge übst und sogar Feedback von Muttersprachlern kriegst. Das macht's irgendwie realer. Nur, klar, du brauchst regelmäßig Zeit, sonst bringt's nicht so viel. Und dann die SRS-Tools wie Anki oder auch Memrise. SRS heißt, du wiederholst Wörter mit Abstand. Also immer genau dann, wenn du sie fast vergessen würdest. Das speichert Vokabeln richtig tief ab. Ich hab damit echt einen Sprung gemacht. Vor allem, wenn ich eigene Karten mit Beispielsatz baue, nicht nur das nackte Wort. So lernst du gleich die Wendung, nicht nur die Übersetzung. Schnell mal ein kleines Rollenspiel, okay? Stell dir vor, du suchst im App Store. Du hast täglich 15 Minuten und willst B1 sprechen üben. Ich bin der Berater, du fragst. Alles klar. Also, Tim, ich hab 15 Minuten am Tag, pendle viel und will besser Smalltalk machen. Welche 2 Apps nimmst du für mich? Ich würde sagen, für Wörter Anki, weil SRS dich langfristig stark macht. Und für Dialoge Busuu, damit du realistische Szenen hörst und nachsprichst. Optional, wenn du Spaß brauchst, Duolingo als Zusatz, aber nicht allein. Klingt gut. Und was, wenn ich Grammatik verstehe, aber Angst hab zu sprechen? Dann vielleicht Babbel plus Tandem, oder? Ja, genau. Babbel für klare Erklärungen und feste Strukturen und Tandem zum echten Reden mit Leuten. Aber setz dir kleine Aufgaben, sowas wie, heute frage ich 3-mal, wie war dein Wochenende? Und höre zu. Apropos echtes Leben, eine Hörerin hat erzählt, sie hat im Restaurant Wasser bestellt und bekam automatisch Sprudel. Seitdem übt sie in ihrer App feste Sätze wie ein Wasser, bitte, still. So vermeidet man die peinliche Überraschung. Oh ja, das kenne ich. Und das ist genau der Punkt. App-Dialoge bringen was, wenn sie Alltag wirklich abbilden. Frag mal in der App-Suche nach Themen wie Kaffee, Arzt oder WG, dann bleibst du nah am Leben. Lass uns kurz über falsche Freunde reden. Viele denken aktuell heißt eigentlich, aber aktuell bedeutet gerade, im Moment. Solche Fallen erklären Babbel oder Busuu oft in kleine Notizen, das ist wirklich hilfreich. Und eine Story dazu. Jemand hat Pulli gesagt, meinte aber eine Weste. Die Freunde haben gelacht, war aber am Ende eine nette Insider-Sache. Seitdem hat er sich in Anki Bilder und Beispielsätze zu Kleidung gemacht. Problem gelöst. By the way, Memrise hat echte Clips mit Muttersprachlern, das hilft bei Aussprache und Gefühl für Phrasen. Also nicht nur Text, sondern Gesichter und Betonung. Das bleibt einfach besser hängen.
Kurzer Check. Bist du bereit für ein Mini-Quiz? Was bedeutet SRS nochmal? Und warum ist es so stark für Vokabeln? Ich gebe dir 'ne Sekunde. Okay. Spaced Repetition System. Also wiederholen in immer längeren Abständen, damit du Wörter langfristig behältst. Genau. Und zweiter Begriff, falsche Freunde. Das sind Wörter, die ähnlich klingen wie in deiner Sprache, aber was anderes bedeuten, wie aktuell. Wenn du die früh markierst, sparst du dir viele Missverständnisse. So, weiter im Vergleich. Duolingo ist top für Motivation und kurze Häppchen. Aber fürs freie Sprechen brauchst du Ergänzung. Babbel ist gut für Struktur, Busuu für Dialoge und Feedback, Memrise für Native Clips, Anki für dauerhaftes Vokabular. Und dann gibt's noch Tandem oder HelloTalk. Das sind Austausch-Apps, da triffst du echte Menschen. Wichtig ist, dass du eine klare Regel hast, sonst verplaudert man sich und lernt wenig. Ja, mach es konkret. Erst 5 Minuten Smalltalk, dann 10 Minuten Thema, zum Beispiel Arbeitstag, und am Ende 2 Korrekturen. So bleibt es freundlich und trotzdem lernst du fokussiert. Schreib dir danach neue Wörter gleich in Anki. Was viele falsch machen, nur Grammatikregeln pauken. Klar, Regeln sind wichtig, aber sprechen wird dann oft hart und steif. Lieber kleine, feste Sätze üben und im Gespräch flexibel bleiben. Ich hab mal wochenlang Fälle geübt und war total stolz. Dann im Bäcker. Ich möchte ein Brot, aus Roggen. Und der Satz klang holprig. Danach hab ich mit Busuu typische Bäckersätze durchgespielt und zack, es lief flüssiger. Ein anderer Tipp, der mich echt überrascht hat, stell dein Handy auf Deutsch. Dann siehst du jeden Tag Wörter wie Einstellungen, WLAN, Benachrichtigungen. Das ist so eine Mini-Immersion, die gar nicht wehtut. Total. Und wenn ein Wort nervt, mach dir eine Anki-Karte mit einem kleinen Screenshot. So verknüpfst du Alltag und Lernen. Das bleibt, weil es dein echtes Leben ist. Wie sieht es mit Linko aus? Das ist gut, wenn du gern liest und hörst, so richtig viel Input. Für B1 kannst du kurze Artikel nehmen, Wörter markieren und wiederholen, sehr praktisch, wenn du Lesefan bist. Und die Deutsche Welle hat ja Nikos Weg, das ist kostenlos und ziemlich gut gemacht. Da übst du Hören, Lesen und kriegst Alltagsszenen. Für B1 kannst du gezielt Kapitel wählen, die dich wirklich betreffen, zum Beispiel Job oder Wohnung. Okay, zweite kleine Übung, diesmal mit Nachrichten schreiben, ja? Szenario, du willst auf Tandem eine erste Nachricht schicken, höflich, aber locker. Ich tippe, du sagst mir, ob's passt. Mach mal. Hi! Ich lerne Deutsch auf B1 und suche kurze Gespräche über Alltag. Hättest du Lust auf 15 Minuten pro Woche, abwechselnd Deutsch und deine Sprache? Wir können mit Kaffeethemen starten, wie klingt das? Super. Klar, freundlich und direkt die Struktur drin. Du sagst B1, Thema und Zeit, perfekt. Vielleicht noch, wenn du willst, korrigieren wir uns am Ende kurz. Genau, und bitte nicht nur Hi. Mit einem konkreten Vorschlag steigt die Chance, dass jemand antwortet. Sonst verläuft es im Sande. Noch eine Kontroverse aus der Community. Viele sagen, Apps bringen null fürs echte Sprechen. Andere meinen, ohne Apps würden sie nie dranbleiben. Ich sag, die Mischung zählt, App für Routine, echte Gespräche für Mut und Flexibilität. Sehe ich genauso. Apps sind Werkzeuge, keine Zauberstäbe. Wenn du sie klug kombinierst, kommst du schneller voran. Und ja, Motivation durch Gamifikation ist echt was wert. Kleiner Praxistipp zur Auswahl. Schreib auf,
was du wirklich brauchst. Ist es Vokabeln halten? Dann SRS, also Anki. Ist es Aussprache? Dann Memrise, Clips oder Busu-Dialoge. Ist es Reden? Dann Tandem oder ein Online, Tutor. Und setz dir Mikroziele. Zum Beispiel, 3 neue Wörter heute in einem echten Satz benutzen. Oder, einen 2-Minuten-Monolog aufnehmen, Thema Wochenende. Das kannst du mit Handy Recorder machen, ganz simpel. Ich merke auch, wenn ich eine App-Session mit einer Mini-Real-Life-Aufgabe beende, bleibt mehr hängen. Zum Beispiel nach Bubble sofort eine Sprachnachricht an einen Kumpel schicken, mit dem neuen Ausdruck. Dann ist der Knoten im Kopf weg. Fehlerkultur ist wichtig, ne? Nicht ewig auf perfekt warten. Sag, was du sagen willst, und nutz die App-Korrekturen als Hilfe, nicht als Richterhammer. Am Ende zählt, dass du dich ausdrückst. Ja, und markier dir heikle Wörter. Aktuell ist im Moment. Eventuell ist vielleicht, nicht eventuell im Sinne von sicher. Solche Paare kommen in vielen Apps vor. Ich hänge sie mir extra in Anki mit roten Sternchen. Eine Sache noch zu Duolingo. Viele Übungen sind schriftlich, du tippst viel. Wenn du das nutzt, lies jede Lösung einmal laut nach. Das ist ein kleiner Trick, um trotzdem Sprechtraining einzubauen. Stimmt. Und Busu oder Bubble haben oft Nachsprechfunktionen. Das ist nicht perfekt, aber gut, um Rhythmus und Melodie zu üben. Ich höre mir meine Aufnahme an und vergleiche, klingt erstmal komisch, hilft aber mega. Memrise hat mich bei Kleidung gerettet, ehrlich. Nach der Pulli versus Weste Panne hab ich 3 kurze Clips geübt und die Wörter dann im Laden ausprobiert. Verkäuferin hat mich verstanden, und ich war total erleichtert. Und nochmal Restaurant. Üb feste Sätze wie ein Wasser, bitte, still oder haben Sie Leitungswasser. Pack das als Karten in Anki, mit Mini-Dialog, A sagt, B antwortet. So wird's automatisch. Kurzer Vergleich in einem Satz pro App, ja? Duolingo, Motivation und Routine. Bubble, Struktur und Grammatik. Busu, Dialoge und Feedback. Memrise, Native Clips. Anki, SRS fürs Langzeitgedächtnis. Tandem, echtes Sprechen. Und je nach Ziel mischst du. Für B1, Alltag. Anki plus Busu plus Tandem ist eine starke Kombi. Wenn du mehr Grammatik willst, Bubble dazu. Wenn du Motivation brauchst, Duolingo als Bonus. Bevor wir schließen, was ist deine App-Kombi und warum? Hast du eine peinliche Verwechslung gehabt, so wie Weste statt Pulli, und welche App hat dir geholfen, das zu fixen? Erzähl uns das gern. Und wie versprochen, wenn du alles später üben willst, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Link in der Beschreibung. Probier's in Ruhe aus und bau dir deine perfekte App-Kombi. Bis zum nächsten Mal.